gesagt, hallo Wien, weil Wien hat mich wieder. Nach genau 24 Tagen stehe ich wieder in einer Kiste anscheinend in Wien. Und warum das Ganze? Das ist eine gute Frage. Es hat einen kleinen Grund oder einen großen Grund, denn Agnes hat sich zur Mission gesetzt, ihre Lieblingsmenschen zu Hause im Alpenland zu überraschen. Ich bin gerade etwas außer Atem und wieder mal etwas nervös, weil diese ganze Überraschungsaktion, das braucht sehr viel Planung, sehr viel Agnes-Konzentration. So, also, Überraschung! So, was will ich denn groß sagen? Also, seit genau 424 Tagen, ich wäre ja nicht Agnes, hätte ich das nicht nachgezählt, sitze ich jetzt schon nicht mehr in Wien. Und ja, meine Einjahrespläne wurden unabsichtlich zu 2 Jahresplänen, oder fast jedenfalls. Und, ja, obwohl alles neu und cool war, hat Agnes natürlich immer an ihr Alpenland zurückgedacht und an ihre Leute zu Hause. Und es verging wirklich kein Tag, an dem ich mir nicht gedacht habe, was macht die jetzt gerade, wer maturiert oder abituriert, keine Ahnung, da gerade so, wer zieht aus, wie gern wäre ich da einfach mal gerade dabei oder würde einfach mal nur da sein. Und dank Skype kann man virtuell ein bisschen vorhanden sein, aber man ist dann trotzdem nicht da. Und deswegen, dank etlicher Anlässe, habe ich mir gedacht, ja, ich probiere es. Ich versuche es, denn es ist an der Zeit heimzukommen. Und für mich als Freundin, Tochter, Schwester, Enkelin und frisch gebackene Tante war es jetzt wirklich an der Zeit heimzukommen. Und deswegen diese Aktion, deswegen diese Kiste und deswegen bin ich jetzt wie ein kleiner nervöser Zugmuck da in der Kiste und freue mich, dass ich wieder auf österreichischem Boden stehe. Und habe mir einfach gedacht, ich überrasche meinen Haufen Lieblingsmenschen. Ich stehe vor ihrer Türe mit etlichen Utensilien und versuche einfach mal ein paar schockierte Gesichter zu erzeugen, versuche ein paar Freudentränen zu produzieren und einfach mal ein bisschen Weihnachtswunder zu verbreiten. Oh mein Gott. Genau das habe ich gemacht und genau da will ich euch heute jetzt mitnehmen. Also seid ihr bereit? Einmal in die Christmas Magic Welt der guten Agnes für 12 Tage eintauchen. Los geht's! Woohoo! Au! Am Anfang war das Ganze ja wirklich nur eine Idee. Unmöglich und unrealistisch. Oder doch nicht? Ja, ich gebe zu, es war ein langer Weg mit wirklich vielen Stolpersteinen. Aber ich habe es wirklich geschafft und ich habe mich dann auf den Weg nach Hause gemacht. Ganz alleine wäre diese Überraschungsaktion aber nicht möglich gewesen. Da brauchte ich schon meine 2 Partners in Crime, aka meine 2 Schwestern. Die einzigen, die von dieser Überraschungsaktion wussten. Dann musste noch ein Flugticket her und dann wurde es wirklich ernst. Mein Pass war auch im Gepäck, der dank neuem Visum besonders viel Aufmerksamkeit brauchte. Und dann noch Kameras jeder Art. Wäre ja nicht Agnes, hätte sie nicht versucht, das Ganze festzuhalten. Und am 2. Dezember war es dann soweit und ich hatte endlich wieder europäischen Boden unter meinen Füßen. Und ja, dieses Chicken Nugget, das soll Österreich darstellen. Aber ich war erstmal undercover sozusagen, weil ich musste vorher noch Botschaft und Co. erledigen, bevor ich meine Liebsten überraschen konnte. Also blieb ich vorerst unentdeckt. Naja, fast.
undercover. It's not that much fun when you can't tell anyone that you're freaking home undercover. Tja, und Mission Nummer 1 wurde dann eigentlich zu meiner persönlichen Überraschungsaktion, denn da sollte doch eigentlich nur meine Schwester stehen am Flughafen. Tja, Schwester Nummer 2 kam dazu und hatte da jemanden in ihren Armen. Meinen Neffen, der mich überrascht hat, nicht umgekehrt. Meine persönliche Überraschungsaktion. So, da warten für andere. Hallo. Woher kam das jetzt? Da oben mit der Windel. Ich glaube, ich bin jetzt offiziell als Tante eingeweiht. Danke, Kleiner. Danke. Du schaust mich an. So, und jetzt mal zu meiner Main Mission. Denn meine Mama sollte zu ihrem 50er so richtig überrascht werden. Wann ist die 50er Party? Am 5. Dezember um 17 Uhr. Ich informiere dich jetzt einmal. Und nein, ich bin nicht aus der Torte gehopst, aber ich wollte einfach diesen Gesichtsausdruck so gern nochmal live sehen. Also wurde eine Kiste organisiert. Eine Kiste, die nicht ganz so klein war. Okay. Aber die erste Methode war ziemlich gut. Eine Kiste, in die ich sogar wirklich reingepasst habe. Noch eine Schleife obendrauf. Check. Ein paar Kameras. Und we were all set. Action. Happy Birthday, Mama. Da gibt es ja einige Menschen zu Hause, mit denen man dank Skype und WhatsApp und whatnot immer irgendwie in Kontakt bleiben kann. Aber ich wollte einfach so gern mal wieder da sein, einfach vor der Tür stehen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Still und leise ging's los. Ja, und ich stand dann auch wirklich da. Nur diesmal nicht mit Laptop und Handy, sondern mit Pizza und Tequila. Ja, ist eine lange Geschichte, aber ihr müsst nur so viel wissen. Pizzalieferant Agnes machte sich auf den Weg für Überraschung Nummer 3. Bereit? Bereit und die GoPro wird gerade montiert. Das schaut cool aus. Es läuft. Es läuft. No, but seriously. Pizza is ready. GoPro is ready. GoPro is ready. Thanks, camera girl. She's filming, so hi there. Hi there. Leute, es wird ernst. Hey Katja,
Mein Skype hat gerade voll den Scheiß. Das ladet irgendwie nicht. Ich habe dich jetzt gerade deswegen auf WhatsApp angerufen. Aber hey, wie geht's gerade? Störe ich jetzt gerade oder redet die Nina gerade? Okay. Wie geht's? Okay. Ich habe... Okay. Ich weiß nicht, ich fand's cool, dass ich dein Plan B bin und hab, okay, es ist jetzt, das hört sich doof an, aber möglicherweise wartet die Anna mit was vor deiner Tür. Die Anna wartet vielleicht vor deiner Tür mit was, weil ich dachte einfach, ich würde gern, ich weiß nicht, wenn ich schon nicht bei dir sein kann, dann können wir wenigstens simultan Freitagabend verbringen. Also hör auf zu telefonieren und mach kurz da Anna die Tür auf. Ist das jetzt gerade dein Ernst eigentlich? Ich kann morgen nicht aus der Kiste kotzen. Okay, cheers. So, am Nikolaustag startete dann die nächste Überraschung. Nikolauskostüm hatte ich keins, aber Santa. Ich wurde zu Santa und habe mich einfach mal als stickerfetter Santa hinter einem Auto versteckt und wurde von Passanten auch gar nicht komisch angestarrt. Aber gut, und meine Schwester war dann der Lockvogel und hat meine liebste Dani aus dem Haus gelockt mit einem Nikolaussackerl. Tja, aber da war dann noch wer hinterm Auto versteckt, den sie fast nicht erkannt hätte. Okay, ich bin ein sehr nervöser Weihnachtsmann oder Nikolaus oder was auch immer und ich würde sagen, Operation 3 startet jetzt wohl offiziell. Bitte wünscht mir Glück, ich pack's gerade gar nicht, mache mir fast in meine Santa-Hose und ja, scheiße, los geht's, machen wir das. Lasst uns beide erfrieren. Wer ist das? Was machst du hier? Solltest du den Kuchen aus? Ja. Was macht sie hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein Herz! Merry Christmas! Wir sollten das gehen. Was ist das für Geschichte?
Mission Nummer 5. Die ist auch geglückt, weil ich bin einfach mal schnell zum Haus einer Freundin und habe den Kalender, den sie mir vor der Abreise geschenkt hat, einfach mal vor die Tür gelegt. I am back. Nein. Siehst Sicher. Die haben ja so halt 2 Jahre. Oh shit, kann man das nicht machen? Schon, dann krieg ich wieder. Hab ich mitgemacht. Ich wurde auch heute überrascht. Ich weiß es selber erst seit heute. Und ich hab gedacht, Diese Hotel. ich hätte das zum Essen mitgenommen. Ich hab so tanzt drin. Warte kurz. Wir holen meine Sachen. Bereit für Überraschung Nummer 6? Eines Montagsmorgens machte sich ein fleißiges Mädel hochmotiviert auf den Weg zu einem Studentenjob. Ein bisschen Geld verdienen, das war die Idee. Hätte sie gewusst, dass sie davor dann noch ein kleines Überraschungsei öffnen muss, in dem sich eine kleine Botschaft versteckt hat, in der stand: Check mal draußen in den Büschen, denn da versteckt sich dein Weihnachtsgeschenk. Los! Danke für das Geschenk. Hat sie das geschickt, oder? Nein, nicht. Und vor allem Das ist aber lieb. sollst du das auch machen, genau. Das soll ich. Du musst heute nicht arbeiten. Oh, ja, in weiß. Für die erste Hochzeit. Na eigentlich ja, die erste Hochzeit vor allem. Danke fürs Zusehen und Merry Christmas von mir zu dir. Okay, jetzt wieder time to say Baba. Bye. Tschüssi. Wieso heißen diese Kiste? Kein Scheiß hier. Holt mich hier raus. Okay, die Decke ist einfach hoch. Das hat nicht funktioniert. Hallo, ich habe gerade Klaustrophobie in einer Kiste gehabt. So, ich gehe jetzt wieder. Oh, ich habe die Maschine gemacht. Sonnengruß. Grease Lightning! Ding, 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 ding. Wieso war ich noch nicht? Kann ich damit wirklich nicht gehen. Erstmal. Ich bin dann Masche so ist kaputt. in 5 Tagen Tablet.